Heute nehmen wir euch mit zu einer Mythos-Skiabfahrt der Gamsleiten 2 in Obertauern, über die Landesgrenzen bekannt als eine der spektakulärsten, gefährlichsten und steilsten Pisten der Alpen. Wie diese Piste zu bewältigen ist, wie steil sie wirklich ist und wie es sich anfühlt, in diesem Lift da drüben zu sitzen, das seht ihr in diesem Video. Nichts wie auf! Jetzt starten wir rein und zwar hier vom Scheidberg auf der Gegenseite. Auf 2000 Metern stehen wir jetzt und blicken raus in Richtung höchstem Punkt des Skigebiets. Der liegt nämlich genau dort oben an der Gamsleiten 2 Bergstation. Und wo wir schon vom Skigebiet sprechen, wir sind hier im Salzburger Land in Österreich, genauer gesagt im Skigebiet Obertauern, welches als eines der schneesichersten Gebiete der Alpen bekannt ist. Und die Silhouette des Gamsleiten ist für den Ort ähnlich wichtig wie das Matterhorn für Zermatt. Insgesamt bieten sich 100 Pistenkilometer mit vielen sportlichen Abfahrten, die wir euch in einem anderen, umfangreichen Video dargestellt haben. Das verlinken wir euch am Ende dieses Videos. Jetzt erstmal nichts wie auf die Piste. Also jetzt wird's ernst, Gamsleitenbahn 1, die erste von 2 Seilbahnen, mit der wir jetzt berghoch fahren. Und vorne habt ihr jetzt ein Schild und könnt daran sehen, ob die Gamsleiten 2 Piste präpariert ist oder eben nicht. Schauen wir mal. Also heute ist präpariert. Es kann aber auch sein, dass ihr einen Tag erwischt, wo Neuschnee gefallen ist und die Piste eben nicht präpariert ist. Das macht es dann wirklich spannend. Es schieben sich Haufen auf, große Buckel und da ist dann wirklich starkes Fahrkönnen erforderlich. Jetzt hinauf und dann schauen wir uns mal den Sessellift aus der Nähe an. Denn das hier ist Nostalgik pur. Er baut 1986, also 7 Jahre vor mir, auf die Welt gekommen ist dieser Zweier-Sessellift hier hinauf auf den Gamsleiten 2. Ja, und wenn man dann in diesem Sessellift sitzt, wie wir es gleich auch machen werden, dann spürt man schon diesen Vibe der alten Bilder, die ich euch hier gerade einspiele, wo diese Piste komplett unpräpariert war. Buckelpiste ohne Ende und sich die Skifahrer da heruntergewagt haben. Das Schild ist ganz wichtig für all diejenigen, die oben Angst bekommen. Es gibt keine Talbeförderung. Also wenn ihr jetzt hier einsteigt, dann heißt es auch die schwarze Piste 26a angehen. Und während wir jetzt hier langsam den Berg hinaufgleiten, steigt so langsam der Puls. Wir sehen hier vorne an der steilen Piste die Skifahrerinnen und Skifahrer runterfahren, manche aber auch runterpurzeln. Also den einen oder anderen Sturz gab es hier auch schon. Und während ihr hier hochfahrt, bietet sich noch mal eine kleine Pause an. Und an dieser Stelle heißt es Lager auffüllen bei euch zu Hause. Denn es ist wieder soweit. Rawbite gibt 20% für 2 Wochen. Einige von euch kennen diese Riegel schon aus meinen Fahrradvideos, vielleicht auch schon aus meinen Skivideos. Ich finde, es ist der perfekte Snack für die Piste, weil die Riegel, die eben aus Nüssen und Früchten bestehen, nicht schmilzen oder irgendwie verformen. Das heißt, jetzt beim Skifahren habt ihr immer einen perfekten Riegel mit dabei, der einfach 100% biologisch ist, vegan mit wenigen Zutaten auskommt und das eben vor allen Dingen auf Frucht- und Nussbasis. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Orange Kakao, einer meiner Lieblingssorten. Es gibt aber zig andere Sorten. Mit im Sortiment sind jetzt neuerdings auch 2 Proteinsorten. Das ist auf der einen Seite Smooth Kakao und Crunchy Almond. Also die beiden Sorten, die noch mehr Protein beinhalten. Hier der Snack an sich. Ist sehr gut, kann man super im Lift essen. Vielleicht für euch einmal ein Eindruck, wie sieht das Ganze aus? Ist halt ein Dattelriegel, ist super lecker in meinen Augen und versorgt euch eben bei Bergabenteuern, Radfahrten etc. mit Energie. Also schlagt zu, füllt eure Lager auf und alles weitere dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Für uns jetzt hier die letzten Meter im Sessellift und dann geht's auf die Piste. Angekommen oben an der Bergstation und hier ergibt sich ein richtig starker Blick, zum Beispiel da raus in Richtung Kesselspitze. Hier vorne die Berge, dieses Gestein einfach extrem mächtig. Daraus auch in Richtung Hochfeind, also wenn ihr hier oben seid, genießt auch einmal den Ausblick. Doch dann geht es hinein in die Piste und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Was sich ergibt, ist auf der einen Seite hier rechts ein Abschnitt. Da könnt ihr ein bisschen umfahren, nicht ganz so steil, doch gut Achtung geben, denn rechts raus ist nicht gesichert, kein Zaun oder ähnliches. Wenn ihr rechts rausfahrt, dann geht es richtig steil bergab, nicht so gut. In der Mitte
ganz solide, auch recht steil, aber komplett präpariert. Und dann eben auch ganz links ein unpräparierter Teil. Der ist sehr interessant für all diejenigen von euch, die Buckelpiste fahren möchten, die sich eben auch ein bisschen was zutrauen auf dem linken Bereich hier an dem Feld. Sehr gut, insbesondere auch bei Neuschnee. Das macht ordentlich Spaß. Wir werden auf der präparierten Piste den ersten Teil fahren, also hier durch die Mitte, was auch die meisten machen. Und dann schauen wir mal, wie steil es wirklich ist. Und wir schauen dann kurz vor der Buckelpiste, für was wir uns da entscheiden. Also kommt mit. Oh ja, okay. Wow. Aber gut zu fahren, wirklich sehr schön. Jetzt wird es etwas breiter und vor allen Dingen auch etwas flacher. Schön zum Karten, könnt die Kurven weiter ausfahren. Okay, der erste Teil oben, also recht steil, habt ihr gesehen. Dann läuft es etwas flacher aus und jetzt sind wir hier nochmal am Gestein hier der Kesselspitze. Und ihr habt hier die Möglichkeit, euch nochmal zu entscheiden. Auf der einen Seite könnt ihr wie die Menschen hier entlang fahren über einen Ziehweg. Der ist dann tendenziell eher flacher. Das wollen wir heute jetzt nicht machen, aber es gibt die Option an der Stelle außen rum zu fahren. Dann da vorne an dem Gestein, wo ihr jetzt auch die meisten reinfahren seht, da ist quasi präparierte Piste, enger präparierter Teil, aber eben ja, gewalzt macht es auch ein bisschen leichter. Und sonst gibt es noch das hier, das unpräparierte Stück mit Buckeln. Und das wollen wir jetzt an dieser Stelle wagen. Ihr seht schon, also rein da. Das macht Spaß und das ist, glaube ich, der Reiz, den die Gamsleiten 2 Abfahrt so besonders macht. Und jetzt hier kommt noch mal ein schöner Auslauf, den nutzen wir. Sehr stark. Und das ist es. Gamsleiten 2 in Obertauern gefahren, euch vorgestellt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Details rund um diese Skipiste in diesem Video erfahren. Denkt an Rawbite und denkt vor allen Dingen auch wieder einzuschalten beim nächsten Video. Das ist genau hier verlinkt und vielleicht zum Beispiel hier aus Obertauern, aber auch andere Videos, die hier jetzt verlinkt sind. Schaut gerne rein. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Danke an Linus für die Mitarbeit. Danke Eileen für den Schnitt. Es war wieder ein Fest und wir fahren nochmal hoch.